Guten Abend, liebe Kinder, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erklärbärs Gute-Nacht-Geschichten. Ich bin euer Erklärbär und nehme euch heute mit auf eine Reise in die geheimnisvolle Tiefe des Ozeans. Dort begegnet uns eine neugierige kleine Meerjungfrau, die voller Staunen die Wunder ihrer Unterwasserwelt entdeckt. Und wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr vielleicht sogar das sanfte Rauschen der Meereswellen spüren. Also lehnt euch zurück, kuschelt euch in eure Decken und macht es euch gemütlich. Denn jetzt beginnt unsere Geschichte. Die kleine Meerjungfrau und der funkelnde Ozean. Tief im Ozean, so weit und klar, lebt Melia mit schimmerndem Haar. Sie schwimmt durch Wellen, sanft und frei, folgt den Sternen, flüstert dabei. Stellt euch einen weiten, funkelnden Ozean vor, in dem das Licht der Mondstrahlen schimmernde Muster tanzen lässt. Dort lebt eine kleine Meerjungfrau namens Melia. Sie hat leuchtend blaue Augen und lange schimmernde Haare. Ihr Fischschwanz glitzert wie türkisfarbener Kristall. Melia verbringt ihre Tage gerne mit der Erkundung der Korallenriffe und ihre Abende damit, im sanften Schein des Mondlichts zu träumen. Eines Abends, während die Mondstrahlen durch das Wasser fielen, schwamm Melia umher und entdeckte eine wunderschöne, schimmernde Muschel, die einsam auf einem Felsen lag. Vorsichtig näherte sie sich. Oh, was bist du denn für ein schöner Schatz? Du glitzerst wie die Sterne am Nachthimmel. Sie berührte die Muschel und für einen Moment schien ein winziges Licht aufzuflackern, als sei die Muschel etwas ganz Besonderes. Neugierig hob Melia die Muschel an und betrachtete sie von allen Seiten. Doch was hatte es mit dem Licht auf sich? Ihr müsst wissen, liebe Kinder, dass das Meer viele Geheimnisse birgt. Nicht jedes Funkeln ist bloß eine Spiegelung des Mondlichts. Manche Dinge im Ozean sind voller Zauber und Wunder, und Melia sollte schon bald erfahren, dass diese Muschel mehr war als nur eine hübsche Hülle. Mit der glitzernden Muschel in der Hand schwamm Melia langsam weiter durch die Korallenwelt. Bunte Fische huschten an ihr vorbei, Seegras wiegte sich sanft in der Strömung, und irgendwo in der Tiefe hörte man das ruhige Knistern von Meeressand. Plötzlich entdeckte Melia eine Seeschnecke, die bedächtig über eine Koralle kroch, und einen kleinen Clownfisch, der hinter ihr herschwamm. Guten Abend, ihr zwei. Wisst ihr vielleicht, was es mit dieser merkwürdig funkelnden Muschel auf sich hat? Die Seeschnecke, die sich gerade zu einem Blättchen Algen herabbeugte, hob ihren Kopf. Eine funkelnde Muschel? Sehr selten, so etwas hier unten zu finden. Möglicherweise ist sie verzaubert oder sie stammt aus einem Gebiet weit, weit weg von unserem Riff. Verzaubert! Das klingt aufregend. Vielleicht wohnt dort eine kleine Fee. Oder die Muschel ist Teil eines Schatzes, den ein Piratenfisch vergraben hat. Melia kicherte über die abenteuerliche Vorstellung, ein Piratenfisch könnte Schätze im Ozean vergraben haben. Doch sie spürte, dass diese Muschel etwas Wichtiges war. Etwas, das sie unbedingt verstehen wollte. Die Neugier unserer kleinen Meerjungfrau wuchs mit jedem Wort der Tiere. Doch anstatt sich zu fürchten, freute sie sich über das Mysterium. Manchmal ist es genau diese Neugier, die uns zu neuen Abenteuern trägt. Und jetzt ging es für Melia erst richtig los. Während Melia noch mit der Seeschnecke und dem Clownfisch sprach, fiel ihr auf, dass die Muschel in ihrer Hand leise zu leuchten begann, sobald sie berührte. Sie öffnete sie vorsichtig. Und tatsächlich entdeckte sie eine kleine leuchtende Perle darin. Schaut mal, eine Perle. Und sie scheint von innen heraus zu glimmen. Wie kann das sein? Eine solche Perle habe ich noch nie gesehen. Was glaubst du, was sie kann? Vielleicht ist das ein Zeichen, dass sie aus einem alten Zauber stammt. Es gibt Legenden von einem Meereskönig,
der vor langer Zeit magische Perlen erschaffen hat, die ihren Trägern Wünsche erfüllen konnten. Melias Herz klopfte schneller. Eine Wunschperle? Konnte das tatsächlich wahr sein? Wenn das wirklich eine Wunschperle ist, könnte ich vielleicht meinen Traum erfüllen, die größte Schönheit des Ozeans zu sehen. Ich habe schon so viel in meiner Heimat kennengelernt, aber angeblich gibt es jenseits des Riffs Orte von atemberaubender Pracht. Oh, und von solchen Orten gibt es wahrhaft viele unter den Wellen. Manche sind tief verborgen zwischen Grotten und Schluchten, andere liegen hell und bunt in Korallenstädten. Manchmal sehen wir die Wunder nicht sofort. Doch Melia konnte den Ruf des Abenteuers hören. Und wir werden sehen, wohin sie ihr Weg führen wird. Neugierig und entschlossen, mehr über die geheimnisvolle Perle zu erfahren, beschloss Melia, die alte Schildkröte Coralia aufzusuchen. Coralia lebte schon sehr lange und kannte viele Legenden des Meeres. Sie fand die Schildkröte an einem friedlichen Unterwassergarten, wo sie gerade an einem großen, saftig grünen Seegrasblatt knabberte. Guten Abend, weise Coralia. Darf ich dich um Rat bitten? Die Schildkröte drehte sich langsam um, ihre Augen wirkten freundlich und wissend. Aber natürlich, kleine Meerjungfrau, was ist dir auf dem Herzen? Melia zeigte ihr die Muschel mit der leuchtenden Perle. Coralia musterte sie eingehend und nickte langsam. Oh, das ist eine ganz besondere Perle. Man erzählt sich, dass sie Wünsche erfüllen kann, wenn der Wunsch aus einem reinen Herzen kommt. Aber es steckt noch mehr dahinter. Du musst den Mut haben, dich den Tiefen und Prüfungen des Ozeans zu stellen. Nur wer ehrlich und mutig ist, kann die wahre Kraft dieser Perle erwecken. Wie kann ich herausfinden, ob mein Herz rein ist? Indem du deine Wünsche prüfst. Frage dich, was möchtest du wirklich? Suchst du Abenteuer, Anerkennung oder möchtest du etwas Gutes für alle Wesen im Meer tun? Wenn dein Wunsch in Liebe und Güte wurzelt, so wird die Perle ihr Leuchten bewahren und dich führen. Ja, genau das ist der Kern vieler Geschichten. Echte Wünsche brauchen nicht nur Mut, sondern auch das Herz am rechten Fleck. Unserer kleinen Meerjungfrau war längst klar, dass sie die Wunder der Tiefsee nicht nur für sich selbst entdecken wollte. Sie wollte das Geheimnis teilen und den Meeresbewohnern helfen, wo sie konnte. Am nächsten Morgen, als das Licht der Sonne sanft durch das Wasser fiel, machte Melia sich auf den Weg. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und schwamm hinaus in die Weite des Ozeans, begleitet vom fröhlichen Clownfisch und von Zeit zu Zeit auch von der gemächlichen Seeschnecke. Ihr Ziel war es, den legendären, funkelnden Ozean zu finden, von dem die alten Mythen erzählten. Ein Ort, an dem das Wasser so klar sein sollte, dass es wie ein Spiegel glitzerte und man bis in die tiefsten Tiefen blicken konnte. Gemeinsam schaffen wir das. Und vielleicht entdecken wir unterwegs noch andere Geheimnisse. Doch der Weg war weit. Sie mussten durch dichte Tangwälder schwimmen, an Felsenriffen vorbeigleiten und vorbei an verschlungenen Unterwasserschluchten. Dabei begegneten sie vielen Fischen, die ihnen freundlich zulächelten oder hilfsbereit den Weg wiesen. Manch ein Rochen glitt elegant an ihnen vorbei und warf Melia mit seinen sanften, schwarzen Augen einen neugierigen Blick zu. So viele Wunder auf einem Weg. Habt ihr bemerkt, wie vielfältig das Leben im Ozean ist? Rochen, Seesterne, kleine Krabben, leuchtende Quallen, alles hat seinen Platz. In dieser bunten Welt lernte Melia, dass jeder ein anderes Talent hat und es manchmal auf genau diese Vielfalt ankommt, um die schwierigen Herausforderungen zu meistern. Schon bald wurde das Wasser dunkler. Mächtige Felsen ragten wie Türme in die Höhe und das Licht wurde schwächer. Ein sanfter Klang war zu hören wie ein fernes Raunen. Melia bemerkte, dass die Perle in ihrer Muschel noch immer glomm, aber nun in einem wärmeren goldenen Licht. Mir ist ein bisschen mulmig. Was ist das für ein Geräusch? Keine Sorge, wir sind hier zusammen. Vielleicht ist es nur der Klang der Strömung, die durch die Felsen zieht. Doch das Raunen entpuppte sich bald als leise, singende Stimme.
Neugierig schwamm Melia weiter und fand schließlich in einer schattigen Grotte eine uralte Meerjungfrau, deren Schwanz von silbernen Schuppen bedeckt war. Auf ihrem Gesicht lag ein friedvolles Lächeln und ihre Augen strahlten Güte aus. Kommt nur näher, ich spüre euren neugierigen Geist. Eure Herzen sind auf der Suche. Melia näherte sich ehrfürchtig. Sie hatte von der alten Meerjungfrau gehört, die angeblich schon Ewigkeiten in den Tiefen des Meeres lebte und mit ihrem Lied die Wellen besänftigen konnte. Bitte verzeih, wenn wir stören. Wir sind auf dem Weg zum funkelnden Ozean. Kannst du uns vielleicht sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Die Meerjungfrau lächelte. Ihr habt bereits den wichtigsten Teil des Weges hinter euch, die Bereitschaft, euer Herz zu öffnen. Doch der funkelnde Ozean liegt hinter dem silbernen Vorhang, der nur erscheint, wenn man sich selbst vertraut und seine wahren Wünsche kennt. Erkennst du, kleine Meerjungfrau, warum du diesen Ort wirklich suchst? Melia senkte den Blick. Ich spüre, dass es dort etwas Magisches gibt, das unsere Welt beschützen oder ihr neues Licht schenken kann. Ich will es nicht für mich allein. Ich möchte es für alle Meeresbewohner entdecken. Die alte Meerjungfrau nickte zufrieden. Folge deinem Weg weiter. Wenn deine Absicht so rein ist, wie du sie beschrieben hast, wird der Ozean sich für dich öffnen. Und so schwamm unsere kleine Meerjungfrau weiter, begleitet von ihren Freunden. Sie spürte in ihrem Herzen, dass sie nicht nur aus Neugier, sondern aus Liebe zu den Wundern des Meeres handelte. Manchmal sind es genau diese Gefühle, die uns den Weg weisen, auch wenn er noch so verborgen erscheint. Nach einiger Zeit gelangten sie zu einem seltsam glänzenden Schleier im Wasser, als stünde dort eine hauchdünne Wand aus Silber. Er glitzerte so hell, dass Melia kurz die Augen schließen musste. Dann fasste sie sich ein Herz, drückte die Perle fest an ihr Herz und schwamm hindurch. Und plötzlich war alles hell. Die Dunkelheit wich einem leuchtenden Blau. Der Ozean funkelte ringsum wie ein Meer aus Diamanten. Bunte Lichtreflexe tanzten an Korallen und Felsen und winzige Bläschen glitzerten wie kleine Sterne. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Das muss er sein, der funkelnde Ozean. Inmitten dieses glitzernden Wunders entdeckte Melia eine Plattform aus leuchtenden Muscheln. Sie legte die glitzernde Muschel mit der magischen Perle darauf. Kaum hatte sie das getan, da begann die Perle in einem sanften, goldenen Schein zu pulsieren. Melia schloss die Augen und dachte an all die Lebewesen im Meer, an ihre Familien, an ihre Freunde, an die Korallenriffe, die Heimat so vieler Fische waren. Ihr Wunsch war einfach. Sie wünschte sich, dass der Ozean in seiner Schönheit beschützt bleibe und dass alle seine Bewohner in Frieden leben könnten. Ein letztes Mal flackerte das Licht der Perle auf und dann verlosch es. Stille kehrte ein und nur das leise Prickeln der Wasserbläschen war zu hören. Melia schlug die Augen auf und erblickte einen sanften Funken, der sich in alle Richtungen ausbreitete. Es war, als ob ein Segen durch das Wasser strömte. Die Korallen leuchteten, die Fische schwammen fröhlich umher und die Schatten der Tiefe zogen sich zurück. Ich fühle mich plötzlich so beschwingt. Ich glaube, die Magie der Perle hat unsere Welt ein kleines bisschen heller gemacht. Der Rückweg erschien Melia und ihren Freunden viel kürzer. Das Herz war erfüllt von dem Wunder, das sie erlebt hatten. Als sie durch den silbernen Vorhang zurückkehrten, merkten sie, dass die Perle nun nicht mehr leuchtete. Sie war nur noch eine einfache, aber dennoch wunderschöne Perle. Manchmal ist es so, dass wahre Magie entsteht, wenn wir aus Liebe und Mitgefühl handeln. Und wenn wir das Richtige getan haben, bleibt zwar nicht immer ein funkelnder Beweis zurück, doch wir merken tief in uns, dass uns etwas Gutes begleitet. Zurück im Riff erzählte Melia voller Freude von ihren Abenteuern. Die weise Schildkröte Coralia lächelte, als sie die Geschichte hörte. Der Clownfisch tanzte noch immer vor Aufregung herum. Und sogar die Seeschnecke, die stets bedächtig dahinkroch, wirkte zufrieden. Alle fühlten sich ein wenig sicherer und beschützter, seit Melia die Perle benutzt hatte. Am Abend kehrte Melia in ihre gemütliche kleine Korallenhöhle zurück.
Sie blickte auf die Muschel mit der nun ruhigen Perle. Obwohl sie nicht mehr glühte, war Melia dankbar für das Geschenk, das ihr gegeben worden war. Die Erkenntnis, dass echter Zauber entsteht, wenn man sein Herz für andere öffnet. Sie summte leise ein Schlaflied und spürte eine tiefe Zufriedenheit. Gute Nacht, mein lieber Ozean. Ich danke dir für deine Wunder und verspreche, dich zu beschützen. Und so hat unsere kleine Meerjungfrau gelernt, dass in jedem Winkel der Welt Magie und Abenteuer warten können. Selbst tief unter den Wellen, wo das Mondlicht wie silbrige Fäden durch das Wasser tanzt. Wichtig ist, dass wir mit offenem Herzen auf die Welt blicken und bereit sind, Gutes zu tun. Jetzt, liebe Kinder, könnt auch ihr eure Augen schließen und euch vorstellen, wie ihr mit Melia durch die bunten Korallen schwimmt, von tanzenden Fischen umgeben. Spürt ihr, wie sich eine ruhige Zufriedenheit in euch ausbreitet? Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und süße Träume. Gute Nacht und träumt schön. Tief im Ozean, so weit und klar, lebt Melia mit schimmerndem Haar. Sie schwimmt durch Wellen, sanft und frei, folgt den Sternen, flüstert dabei. Träume treiben leise sacht in den Wellen durch die Nacht. Silber glitzert Meer so weit, Melia tanzt in Zärtlichkeit. Eine Muschel zart und klein leuchtet hell im Mondenschein. Melia hebt, sie staunt so sehr, spürt die Magie tief im Meer. Goldne Perle, sanft und rein, hütet Wünsche groß und klein. Träume treiben leise sacht in den Wellen durch die Nacht. Silber glitzert Meer so weit, Melia tanzt in Zärtlichkeit. Durch den Schleier sanft und licht, ein Ozean voll Sternenlicht. Melia flüstert ihren Traum, das Meer bewacht ihn sanft im Raum. Schließ die Augen, schlafe ein, die Wellen singen sanft und fein. Melias Reise endet sacht, träume süß, schlaf wohl heut Nacht.